Wir befinden uns gerade mitten im Phoenixviertel in der Konsul-Renk-Straße. Hier liegen Stolpersteine für die Familie Goldberg. Wer war diese Familie und wieso liegen hier Stolpersteine für sie? Das erfährst du jetzt. Hermann und seine Schwester Anna wuchsen in Galizien auf. Das gehörte früher zu Österreich-Ungarn. Beide verließen ihre Heimat und Hermann zog nach Deutschland. Hier lernte er seine Frau Lotte Elisabeth kennen. Zusammen bekamen sie 3 Töchter. Erna wurde 1909 geboren, Rita kam ein Jahr später zur Welt und Henny folgte 1915. Die Familie lebte in der Konsul-Renk-Straße 1, früher Kurze Straße 1. Dort betrieb Hermann ein kleines Geschäft. Die Goldbergs gehörten zu den damals ca. 50 Familien der jüdischen Gemeinde Harburgs. Die Eltern und ihre Kinder fühlten sich in Harburg sehr wohl. Sie hatten viele Freunde. Erna und Rita gingen auf die Harburger Mittelschule in der Hermann-Maul-Straße und waren in Sportvereinen aktiv. In den 1920er Jahren spürte die Familie, dass es in Harburg immer mehr Anfeindungen gegen Juden gab. Deswegen wechselte Henny die Schule und ging zur israelitischen Töchterschule in der Karolinstraße. Hermann musste infolge der Weltwirtschaftskrise sein Geschäft schließen. Erna verlor im Februar 1933 ihren Arbeitsplatz bei der Harburger Kreissparkasse. Einige Nachbarn wandten sich von der Familie ab, worunter besonders Else litt. Die Töchter traten aus ihren Sportvereinen aus, bevor man sie rauswarf. 1937 zog die Familie in die Rutschbahn im Grindelviertel. Im Morgengrauen des 28. Oktober 1938 wurde die Familie von der Polizei aus ihren Betten geholt und noch am gleichen Abend nach Polen abgeschoben. Auf Anweisung des Auswärtigen Amtes verhaftete die Gestapo vom 27. bis 29. Oktober im gesamten Deutschen Reich fast 17.000 Juden polnischer Nationalität. Familie Goldberg wurde in das Polizeigefängnis Hütten in der Neustadt gebracht und später auf Lastwagen zum Altonaer Bahnhof transportiert. Von dort aus wurden sie zusammen mit vielen anderen Juden an die deutsch-polnische Grenze gebracht. Familie Goldberg kam in den polnischen Grenzort Bęczen. Dort herrschte Chaos. Die Ausgewiesenen wurden in Pferdeställen, Baracken und Lagerhallen untergebracht. Die Lebensmittelversorgung war schwierig. Rita und Henny hatten im Sommer 1939 das große Glück, als Hausmädchen nach England ausreisen zu dürfen. Hermann, Else und Erna gingen schließlich zu Verwandten nach Tarnau. Eine Woche später wurde die Stadt von der deutschen Wehrmacht erobert und besetzt. Damit begann die Leidenszeit der jüdischen Bevölkerung. Sie musste in engen Räumen hausen und es gab nicht genügend Lebensmittel. Durch die Hungersnot starben viele jüdische Bewohner. Glücklicherweise konnte Familie Goldberg zu einigen Harburger Freunden den Kontakt aufrechterhalten. Hierzu gehörte vor allem Dinge die ehemalige Nachbarin Frieda Cortez. Sie schickte Pakete und Briefe, besonders für Else war der Kontakt sehr wichtig. So schrieb sie im Mai 1942: Ich bin jetzt seit dieser Zeit so erkältet, dass ich mich schwer erholen kann. Dann habe ich vor 10 Tagen die Gürtelrose bekommen und habe wahnsinnige Schmerzen ausgestanden, sodass ich am Sonntag schon um 7 Uhr ins Ambulatorium gelaufen bin und habe mich untersuchen lassen. Ja, liebe Frieda, man wird nicht jünger. Ich werde jetzt 60 Jahre alt, aber man merkt es auch. Die Kräfte lassen nach. Ich glaube, die Witterung trägt dazu bei. Wir sind Mitte Mai und es ist bitterkalt. Dies war Elses letzter Brief. Im Juni 1942 wurden mehr als 15.000 Bewohner der Stadt Tarnau in das Vernichtungslager Belzec deportiert. Hermann, Else und Erna überlebten den Holocaust nicht. Auch Hermanns Schwester Anna wurde ermordet. Wann und wie die Familie umgekommen ist, lässt sich heute nicht mehr genau ermitteln. Am 8. Mai 2003 wurden die Stolpersteine für Anna, Else, Erna und Hermann Goldberg im Beisein von Henny in der Konsul-Renk-Straße verlegt.